Im heutigen Video geht es um den Einbau des IBS Doppelbatteriesystems mit Relais Booster Modul. Vor einigen Jahren reiste Beat durchs australische Outback und konnte sein Fahrzeug aufgrund zweier leerer Batterien nicht mehr starten, was ihn dazu brachte, IBS zu gründen und das IBS Doppelbatteriesystem zu entwickeln. Wie soll es auch anders sein? Beat ist weiterhin abseits der Straße unterwegs und weiß genau, was ein Produkt im Offroad-Bereich aushalten muss. Man kann also davon ausgehen, dass alle IBS-Produkte vom Chef persönlich auf Herz und Nieren getestet worden sind. Als erstes bauen wir jetzt die alte Batterie aus, um die beiden neuen Batterien inklusive der Halterung so einbauen zu können, wie wir sie später benötigen. Danach kürzen wir die Kabel auf die passende Länge. Bevor wir die Kabelschuhe und Flachstickhülsen an den Kabel anlöten, überziehen wir jedes Kabel vom Doppelbatteriesystem und Relais Booster Modul mit Kabelschoner. Die Kabelschuhe und Flachstickhülsen werden normalerweise mit einer Crimpzange am Kabel befestigt. Alternativ kann man auch wie wir eine Quetschzange verwenden, die es mittlerweile schon für wenig Geld in jedem Baumarkt gibt. Beachtet bitte, dass die mitgelieferten Kabelschuhe und Polklemmen für die Batteriekabel für 25 Quadratmillimeter Kabel ausgelegt sind. Hat jemand eine Bergwinde, benötigt er mindestens ein 35 Quadratmillimeter Kabel, somit muss er sich auch neue Kabelschuhe und Polklemmen besorgen. Die Bergewinde muss übrigens immer auf die Starterbatterie angeklemmt werden, da sonst das Trennrelais unnötig belastet wird. So, wir sind jetzt mit den Vorbereitungen soweit fertig. Das heißt, wir können das Doppelbatteriesystem und Relais Booster Modul nun im Fahrzeug einbauen. Wir demonstrieren euch das Ganze außerhalb, damit man auch alles gut erkennen kann. So, wir verbinden jetzt unsere beiden Batterien mit dem Trennrelais. Wir haben links die Starterbatterie und rechts die Versorgerbatterie. Das sind beides AGM-Batterien der Firma Moll. Das Kabel von der Starterbatterie, welches auf Plus geklemmt wird, kommt beim Trennrelais auf den Platz 87. Und das Kabel mit der Polklemme kommt bei der Versorgerbatterie auf Plus und beim Trennrelais auf den Platz 30. Bitte nicht verwechseln, damit später auch alles ordentlich funktioniert, so wie es sein soll. So, wir schließen jetzt noch die Kabel, welche vom Batteriemonitor kommen, ans Trennrelais und den beiden Batterien an. Das rote Kabel kommt mit auf den Pluspol der Starterbatterie. So. Im Fahrzeug nachher richtig gut festziehen, dass alles da bleibt, wo es hingehört. Und das blaue Kabel kommt mit auf den Pluspol der Versorgerbatterie. Ja, magst du nicht? Jetzt hat. So. Wir
schließen jetzt die restlichen Kabel am Trennrelais an. Da wir, wie schon gesagt, das Doppelbatteriesystem zusammen mit dem Relais-Booster-Modul einbauen, entfällt die Relaisbrücke von 87 auf 85. Auf 86 kommen später zwei Kabel, hierfür wird ein 2-in-1 Verbinder mitgeliefert. Alternativ kann man auch so einen Doppelstecker für Flachsteckhülsen verwenden. Auf den Steckplatz 87 kommt das rote Kabel vom Relais Booster Modul. Das gelbe Kabel vom Relais Booster Modul kommt auf 85 und das grüne Kabel kommt auf den Steckplatz 86. Hierfür brauchen wir eben, wie schon beschrieben, unseren Doppelstecker. Da hier auch noch das grüne Kabel, welches vom Batteriemonitor kommt, mit drauf geklemmt wird. Das ist dieses. Das blaue Kabel vom Relais Booster Modul kommt mit auf den Platz 30. Und das schwarze Kabel, welches noch übrig bleibt, klemmen wir wieder auf Masse, zum Beispiel auf den Rahmen. So, mit dem Anschließen vom Relais Booster Modul und Doppelbatteriesystem sind wir jetzt soweit fertig. Wir haben noch ein Kabel übrig, und zwar ist das das Massekabel der Versorgerbatterie. Mit dem können wir zum Beispiel auf den Rahmen gehen oder wie in unserem Fall klemmen wir es mit auf den Minuspol der Starterbatterie. Schließt man das IBS-Doppelbatteriesystem richtig an, werden die Starterbatterie und die Versorgerbatterie miteinander verbunden, sobald der Motor läuft. Macht man das Fahrzeug wieder aus bzw. steht der Motor still, trennt das Relais die beiden Batterien voneinander. Die Verbindung sowie die Trennung der beiden Batterien läuft im Normalfall automatisch ab. Der mitgelieferte Monitor gibt Auskunft über den Zustand der Batterie und zeigt die Ladespannung während des Ladens an. Das System gibt Alarm, wenn die Batteriespannung längere Zeit unter 12 Volt liegt. In solch einem Fall ertönt ein Piepton und das LED blinkt bei Low Battery. Ein Überladealarm, wenn die Ladung über längere Zeit über 15 Volt liegt, gibt es auch. Das Relais Booster Modul, welches wir heute mit einbauen, erfüllt den Zweck, einen Start durch die Zusatzbatterie möglich zu machen, obwohl die Starterbatterie vollständig tot ist. Hat die Zusatzbatterie ausreichend Ladung, verbessert das Relais Booster Modul den Linkstart um 100%. Das Relais Booster Modul ist nicht im Doppelbatteriesystem enthalten, es ist aber empfehlenswert, es sich zum Doppelbatteriesystem dazu zu kaufen. Wurde das IBS-Doppelbatteriesystem richtig angeschlossen, zeigt der Batteriemonitor sofort den Zustand der beiden Batterien an und wie die Ladespannung ist. Sollte ein Fehlalarm auftreten, wie zum Beispiel ein Verbindungsfehler, wird dies über ein blinkendes LED bei Linked angezeigt und ein Piepton ertönt. In solch einem Fall ist die Verkabelung umgehend zu kontrollieren. Ich hoffe, wir konnten euch heute zeigen, dass der Einbau des IBS Doppelbatteriesystems mit Relais Booster Modul wirklich keine große Sache ist.
Für weitere Informationen rund um die Produkte von IBS könnt ihr gerne einen Blick auf deren Seite werfen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und im Abspann.